was geht ab? DJ Greg's American Muscle ist wieder da. Heute mit dem Motor Talk Part 3. Und ja, David, erzähl uns doch mal kurz was über den Auto. Ich bin David, 30, das ist mein Audi S8. So, nachdem wir euch jetzt den S8 gezeigt haben, kommen wir zum wesentlichen Teil des Motor Talks. David, du bist 30 Jahre alt und fährst den Audi S8. So, kommen wir zu den ersten Fragen. Willst du uns was zu deinem Audi S8 erzählen? PS, Newtonmeter, Baujahr? Baujahr 2009, 450 PS Original, 500 optimiert. Nachteil, kannst du noch Ultimate haben. Ist eine Ultimate? Also dann von der Arala ein bisschen. Ja, Willst du mir verraten, warum du spezifisch dieses Auto gekauft hast? das Auto ist einfach, wenn du morgens aufstehst und freust dich auf dein Auto, das ist es. Also du wolltest unbedingt S8. Das Auto gefällt mir einfach, Farbkombination, Größe, Sound. Einfach. Ja, ist auch an sich sieht man es auch nicht jeden Tag, ne? Also es ist In auch dieser so Farbe ein gibt es auch noch 11 Mal. 11 Mal. Also hast du quasi eine Rarität auf der Straße. Die Felgen sind auch geil. Willst du was zu den Felgen sagen? Motec Tornado, 20 Zoll. Finde ich passen einfach gut zu dem Fahrzeug. Bereifung irgendwas geändert? Die Reifung ist originale Größe, vorne 235, hinten 275. Ursprünglich waren 285 drauf, aber 275 ist besser zu Bisschen kleiner ist besser zu fahren. Nächste Frage ist, möchtest du an deinem Auto noch was verändern? Also ich überlege, Turbo umzubauen. Einfach was an der Größe. Ich hätte gerne so 1000 PS. 1000 PS, wie viel hat der jetzt? Serie nochmal? 500, okay, geil. Kennst du ungefähr einen Preis, was man da so ungefähr zahlt, Teile mäßig? Also ich habe geguckt bei Rote Motorsport, der kostet der Umbau 26.000 €. 26.000 Euro. Aber ist dann halt Wenn, dann machst du das auch nicht. richtig. Ja. Also, das wäre auch eine Frage des Themas oder des Motor Talks, ob du an dem Auto selber schraubst oder machen lässt. Ja, ich schraube selbst. Du schraubst Ich selbst. mache alles selbst, habe das jahrelang beruflich gemacht. Ja. Ich bin da relativ fit. Beruflich inwiefern? In der Werkstatt. In der Werkstatt, geil. Eine Frage, spontan. Wenn ich dir jetzt 10.000 € auf den Tisch legen würde, welches Auto würdest du dir kaufen? Ich würde bei meinem bleiben. Also würdest du Ich würde bei deinem 10.000 investieren. Lieber investieren, gell, dann richtig. Also Farbe würdest du so lassen oder würdest du... Farbe würde ich so lassen, wie gesagt, gibt es einen Mal. Ich finde, das Blau ist auch einfach, das passt zu dem Auto. Also, das Blau, Silber, Felge, das ist rundes Gesamtkonzept. Geil. Hattest du schon mal eine Panne oder irgendwie ein schlechtes Erlebnis mit dem Auto? Wie sieht es mit Ersatzteilen aus? Ist dir schon mal was kaputt gegangen? Also, Ich habe den gekauft, da war vorne rechts der Dämpfer schon kaputt. Dann habe ich das alles gemacht, dann ist wieder der linke geplatzt. Platz. Okay. Also der Dämpfer ist geplatzt. Dann habe ich 2 komplett neue reingemacht. Als ich damit fertig war, ist dann die Servoleitung geplatzt. Null Probleme. Jetzt habe ich alles soweit im Griff. Das gehört zu den Autos dazu, also dass mal was kaputt geht und so. Schrauben muss ich immer. Das ist durchgehend normalerweise, also das Gängigste machst du immer selber. Ich mache eigentlich alles. Okay, geil. Hast du schon mal eine Polizeikontrolle mit dem? Bis jetzt noch nicht, obwohl es mich wundert. Ja? Also ist jetzt clean mit dem Auto. Die gucken sich auch gar nicht an. Weil es eine große Sportwagen ist. Ja, es ist ich nenne es jetzt mal Sportlimousine eigentlich. Das zählt auch schon, hat schon gut Druck und 500 PS ist halt schon eine Hausnummer, hat jetzt nicht jedes serienmäßige Auto. Wie sieht es mit Ersatzteilen bei dem Auto aus? Sind die eher teuer oder eher noch günstig? Wo kriegst du die her so ungefähr? Kann man da was sagen dazu? Also egal was du an dem Auto kaufst, du hast alles Geld. Da gibt es nichts Billiges. Also so von einer Skala von 1 bis 10, wie teuer sind die Ersatzteile? Ja, ich würde schon sagen, so im oberen Drittel. Oberen Drittel. Okay. Unterhaltskosten so bei dem Auto, Skala? Unterhalt, Steuer sind 365 €. Versicherung, Teilkasko sind 1300 im Jahr. 1300 im Jahr, okay. Was für das Auto finde ich Das ist ganz gut absolut eigentlich. akzeptabel.
so oft gefahren wird dieses Auto aber nicht so, also dass du mal irgendwo in einer anderen Stadt bist oder auf der Autobahn, dass du so ein S8 wieder siehst, eher gering oder? S8 siehst du nicht so, wie schnell man als Alltagsauto. Also ist dein Alltagsauto? Ich fahre mit. Also direkt Winter, Sommer, Frühling, Herbst? Winter jetzt nicht unbedingt, aber... Ja? Also Winter ist No-Go bei dem Auto, das? Ja, finde mal gescheite Reifen. Gescheite Reifen, scheiße. Für den Winter, wo da wären mir auch die Felgen viel zu schade dafür, sag ich dir ehrlich. Aber ich muss zu meinem sagen... Ich muss halt zu meinem sagen, ich fahre meinen sogar auch im Winter. Also ich fahre auch die gleiche Bereifung vorne hinten und fahre auch mit den SRT-Felgen, aber man muss halt passende Winterreifen dafür finden. Also man sollte jetzt nichts auch die billigen nehmen, aber auch nichts teures. Man sollte schon, also ich kann die Mittelklasse nehmen an Reifen und ich muss euch sogar ehrlich sagen, ich bin über den Winter echt gut mit dem Challenger weggekommen. Auch bei Schnee, auch bei Glätte, auch wenn es nass war echt gut. Also jeder, der überlegt, einen Challenger auch im Winter zu fahren, den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber halt wirklich achtet auf die richtige Bereifung. Wie reagieren die Leute auf so ein S8? Hast du schon mal Reaktionen bekommen? Irgendein dummes Kommentar, irgendein Lob, irgendwo? Eigentlich sehen alle glücklich aus, die mich haben. So einen Spaß, egal, alt, jung. Ich bin die ganze Zeit mit dem Golf gefahren, V6. Da fangen wir an, Schanzbögen. Ja. Bei dem Auto, die gucken zu grinsen. Grinsen, ja, das ist halt was anderes. Das ist das was anderes. Weil es halt aussieht wie so eine Bastelkiste, sondern schon was hochwertig ist. Ich glaube, die Leute feiern auch mehr so eher Autos, die man nicht so jeden Tag sieht. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Stadt gehst und nur C63 siehst oder Audi RS3 oder Mercedes, Audi, BMW zum Beispiel ist zum Beispiel sehr oft M3, M5, 335i sind sehr oft. Und bei mir ist es auch zum Beispiel ein Challenger, sag ich ehrlich. Du fährst in die Stadt, die Leute zeigen mit den Fingern auf dich, diese kleinen Kinder, die sagen so, boah, guck mal, was ein geiles Auto. Die Leute sagen, boah, guck mal, was anderes. Oder Leute heben einfach den Daumen und sagen, boah, voll geil und so. Und das ist quasi irgendwie auch nur Bestätigung, dass du irgendwie alles richtig gemacht hast und dass du halt wirklich ein Auto fährst, das nicht jeden Tag irgendwo auf der Straße ist. Ja. So, das Auto an sich ist ja auch ein riesen Flaggschiff, ne? Also, weißt du ungefähr, wie viel dein Auto wiegt? 2,3. Du hast ja auch eine relativ sehr große Bremsscheibe. Willst du uns irgendwas zu Bremsen sagen oder allgemein Komfort? Wie verhält er sich so beim Bremsen, wenn du mal schneller fährst? Keramikbremsen. Bremsleistung ist top. Wenn du mit dem Auto bremst, egal von 300 von 200. Das ist eine Keramikbremse, ja? 6 Gold Keramik. Wenn du drauf trittst, das Hauptmerkmal ist dann schon die 6 Golden Bremsanlage, was Performance auch sehr viel ausmacht. Du hast erzählt, du bist auch früher Golf gefahren, GTI war das? VR6, ne? Und ihr wart auch drüben am Wörthersee. Willst du uns was so Thema Wörthersee erzählen? So? Wörthersee ist halt VAG. So Hotspots, dann wenn Wörthersee da stattfindet. Alles Autoverrückte. Du bist da unter Gleichgesinnten. Hast keine Langeweile, also da ist immer Du wirst immer jemanden finden, der zu dir kommt und geil. Viele oder auch bei mir stellen sich die Frage, Wörthersee, gibt es da so Hotspots oder ist es einfach über ganz Wörthersee verteilt oder wie ist das? Erzähl mal so ein bisschen so Emotionen, du fährst dahin und wie läuft das alles so ab? Sowohl als auch. Also da gibt es klar feste Plätze, wo auch Partys und so stattfinden. Aber egal wo du bist, es ist überall was los. Also du kannst quasi an den Wörthersee hinfahren, wenn Wörthersee-Treffen ist und quasi wenn du jetzt an den Wörthersee direkt gehst, dann stehen da alle ungefähr kreuz und quer und da geht es halt auch richtig ab, habe ich gehört. Ne? Also, wie ist das da so? Am See, kreuz und quer, stehen auf der Straße, kreuz und quer. Und dann geht's einfach nicht. Also die lassen auch gut Gummi, ne? Also geht schon richtig ab. Also ich habe auch schon ein paar Titel gelesen, so, die haben da diese Straßenboller hingemacht, dass man langsamer fährt und so, geht auch richtig ab. Ne? So. Was kontraproduktiv ist, weil die meisten können da nicht drüber fahren. Die Autos sind auch tief, wie gesagt, ja. Viel Airride. Airride ist dann halt wieder von Vorteil, ne? Also, wie sieht es mit dem Fahrkomfort vom Auto aus? So, kannst du lange Strecken damit fahren? Oder? Also bei mir ist ja auch Luftfahrwerk. Ja. Kannst du dynamisch, kannst du Komfort, kannst du Automatik einstellen, kannst du noch liften, kannst Boller kommt. Also das Fahrwerk ist rundum wirklich gut abgeschnitten. Die haben sich schon Gedanken. Bist du so mit deinem Auto zufrieden? Würdest du es auch anderen weiterempfehlen, die sich so für so ein Auto interessieren? Oder
Also ich finde das Auto top, es ist halt in der Technik ein bisschen anspruchsvoll. Also Verbrauch, Spritkosten. Wie sieht es mit Verbrauch, Spritkosten so aus? Also bei dem ist ja wie gesagt optimiert mit Ultimate. Ja. Du kannst schon nur Ultimate tanken. Wird auch ganz 1,50 ist schon teuer, relativ ja. günstig dann. Kann auch schon mal 1,63 kosten. Also der verbraucht dann Wo liegst du im Durchschnitt so? im Durchschnitt bei normalen Fahrzeugen die 13, 14 Liter. Wenn du pitcht. 13, 14 Liter Stadt- oder Autobahn? Oder kombiniert? Kommt auf meine Tage drauf an. Also, Wie ich gesagt, gelaunt ja. bin zu fahren. Also jetzt im Moment ist er so bei 13,5. Leute, Sprit ist halt immer so eine Sache, es ist abhängig von der Person selbst. Also, wie du schon sagst, es kommt immer auf dich an, habe ich Bock zu heizen, will ich mal einen Tag gemütlich fahren oder auch nicht. Bei mir ist es wie gesagt im Durchschnitt einmal so bei 9 Liter und nach oben, wenn ich Gas gebe, sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber wenn du den jetzt so einskalieren müsstest, so vom Verbrauch, so kann man sich schon leisten oder müsste man schon ein bisschen mehr Geld in der Tasche regelmäßig haben, um sowas fahren zu können? Also als Alltagsauto sollte man schon ein bisschen mehr in der Polster haben. Polster. Nein, sonst fertig schon. Gut. Wie sieht es mit Pflege bei deinem Auto aus? Also, bist du jemand, der stellt den in die Waschstraße oder wäscht du den selber oder wie oft pflegst du, wäschst du? Also mal so, du kommst sowieso in fast keine Waschstraße rein. Ja? Also alles was mit Schiene läuft, kannst du vergessen. Wenn ich keine Lust habe selber zu waschen, stelle ich bei der Wahl rein, weil die bewegt halt die Kamera und nicht das Auto. Das geht und ansonsten selbst. Häufigkeit, ja, immer wenn er dreckig ist. Immer wenn er dreckig ist. Wir sagen immer so, wenn du selbst auf Tuner bist und so, dann hast du quasi, wenn du dein Auto dreckig siehst, willst du gar nicht damit fahren. Gell? Zuerst, wenn du wegfährst, erstmal Auto sauber und dann. Ich habe ihn gestern gewaschen. Bei mir läuft die Katze rum und dann sieht es halt immer wieder so aus. So, und dann jetzt, normalerweise hätte ich ihn gar nicht so vor die Kamera gestellt. Du bist nicht allein, also bei mir ist es genauso. Meine Frage an euch Leute. Habt ihr auch Katzen bei euch? Habt ihr irgendwas, das bei euch übers Auto läuft? Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dagegen tut, dass ihr die Katzen fernhaltet oder diese Tiere oder allgemein. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, was ihr dagegen tut, um das alles fernzuhalten oder wie geht ihr vor, damit sowas nicht vorkommt. Könnt uns das gerne mal in die Kommentare. Das wäre es dann auch mit dem Motor-Talk heute mit David und seinem S8. Möchte uns was zur Shisha sagen, irgendwas zur Location über Ashanti? Top Location. Ich glaube, es ist eines von den schönsten hier in der Umgebung. Dieser Blick, schönes Wetter jetzt. Location passt auch, die Autos können hier stehen. Passt, danke dir auf jeden Fall, dass du heute mitgemacht hast. David besitzt leider kein Instagram, deswegen kann ich euch ihn leider und seine Instagram-Seite nicht einblenden. Aber wir danken dir, dass du dabei warst. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, über einen Kommentar über das Auto und Fragen über das Auto einfach gerade in die Kommentare stellen und über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video.